Rampe, Reicht. 20 Minuten Podcast über Wir machen weiter mit unserem wundervollen Thema über Marie Kondo. Yay. Yes. Der Mhm. Zeitpunkt, wo ich weder BAföG hatte, noch Unterstützung von den Eltern und wirklich mit Jobben, was halt neben dem Abi ging, versucht habe, über die Runden zu kommen, so. Und mein damaliger Partner hatte auch gar kein Geld. Und Ja. Marie Kondo ist der Grund, warum ich jetzt mit Geld besser klarkomme. Ich Mhm. verstehe jetzt, wie Geld funktioniert. Mhm. Ich mache einfach keine Käufe, ich mache keine Panikkäufe mehr, weil ich kein Geld habe. Ja. Also dieses, ich habe kein Geld, ich muss in einen anderen Euro-Shop gehen und jetzt für 8 € mir 8 Sachen kaufen. Was Mhm. eine total nachvollziehbare Emotion ist. Ja, Das kennst du voll. ja auch. Ich Ja. glaube, das Oh ja. ist, ne? Jetzt kaufe ich mir Mhm. 7 Plastikdinger und noch ein Plastikding. Habe ich noch Genau. genauso wenig Geld wie vorher, minus 8 €. Ja, ja. Und dann Aber liegt ich das fühle alles mich rum und besser. Müll. Genau. Aber das müllt dann die Wohnung voll und Ja. irgendwann bist du einfach frustriert. Weswegen ich dann Sortierhilfen brauche, die ich mir kaufen muss und so weiter und so fort. Also es ist einfach so ein Rattenschwanz und den hat Marie Kondo Ja. für mich unterbrochen, weil Ja. ich einfach Möbel entsorgen konnte und unglaublich viele Dinge. Und jetzt habe ich die Anzahl von Möbeln, wo ich schon 3 Jahre vorher feststelle, oh, diese Kommode wird nicht mehr lange halten. Mhm. Also kann ich sparen. Also so, das sind so Kleinigkeiten, aber ich habe einfach viel Ja. mehr ein Gefühl dafür, wie geht's den Sachen, die ich habe, was brauchen die Sachen, die ich habe, wie oft muss man eine Waschmaschine ersetzen und solche Sachen, keine Ahnung. Ja. Ja. Deswegen stört mich diese Kritik, weil da auch so ein bisschen drinne steckt, nur Leute mit Geld dürfen auf ihr Bauchgefühl hören, was Sachen Ja. angeht. Und es ist auch so ein uraltes Verständnis von Klassismus. Mhm. Ähm, Ja. Ich glaube, also wenn ich in meiner Familie gucke, wo Leute wirklich global gesehen teilweise zu den mit Ärmsten gehören, also nicht nur Mhm. im deutschen Maßstab, sondern Mhm. genau. Das sind nicht Leute, die nichts haben, aber die haben alles aus billigem Plastik. Ja. Alles funktioniert nicht. Und es ist einfach das, was jetzt zeigt, dass du nicht klassenprivilegiert bist, ist eher, dass du den Plastik-Garbage der Welt zu Hause hast. Das stimmt, ja. Und in so einem ständigen Neukauf bist, was genau das ist. Man sagt ja, Armut ist teuer. Genau. Genau. Ich denke auch im deutschen Kontext, wenn man sich so eine Hartz-IV-Empfängerin, da reicht es ja vorne und hinten nicht. Also bin ja selber in der Situation und dann, wenn mal was kaputt geht, ist das immer so Panik, Panik. Das muss wie komme ich jetzt damit klar? Wie kann ich das ersetzen? Und dann kaufe ich mir natürlich das günstigste. Und ja, manchmal ist es so und es geht nicht anders. Aber ja, Ja, aber zum Beispiel, wenn du dann viele Sachen hast, brauchst du viele Kommoden. Und wenn deine Kommode kaputt genau. geht, hast du keine Nerven darüber nachzudenken, was du an Dingen brauchst, sondern versuchst du dir eine Kommode zu kaufen, was dann eine gebrauchte ist für 5 €, die wieder auseinander. Also es ist einfach so ein Zirkel an. Marie Kondo wird nicht aufheben, dass Hartz IV einfach zu wenig Kohle ist, so. Das stimmt, ja. Ähm, also wäre cool, aber. Dann wäre sie wirklich magical. Aber nee, ja voll. Einfach dieses, und ich denke, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, um diesen Aspekt auch mit reinzubringen, weil wir sind ja ein Podcast über Behinderungen und was das für uns als behinderte Personen bedeutet, so ein System zu haben. Für mich bedeutet es auch sehr viel, ich kann selbst über meine Sachen bestimmen, weil ich einen Überblick habe und ich weiß, was Ja. mir wichtig ist und eine gewisse Art von Kontrolle, weil ich besitze Mhm. nicht 5000 Sachen von irgendwas, sondern die Sachen, die mich interessieren, zum Beispiel basteln. Ich habe sehr viele Bastelsachen, aber da habe ich auch ganz viel ausgemistet. Ich habe Sachen, die ich weiß, die funktionieren für mich. Ja. Vielleicht ist das der Aspekt, zu lernen, zu Ja, wissen, was für einen funktioniert. ja. Zum Beispiel mit den Schuhen, vielleicht ist das ein gutes Beispiel für Leute, die das so gar nicht kennen. Mhm. Ähm, Ich habe mir vorher auch immer relativ billige Schuhe gekauft. Ich habe eine Rückenbehinderung. Mhm. Heißt, die haben da nie hingehauen, Ja, weil die Schmerzen so schlimm waren, dass ich tatsächlich einfach mich nicht fortbewegen konnte, nicht arbeiten konnte, kein Geld verdienen konnte. ja, Aber ich dachte ja, ich kann mir keinen teuren Schuh leisten, weil ich musste mir ständig neue Schuhe kaufen. ja, Ich musste mir ständig Schuhe für 25 € kaufen, deswegen kann ich mir keine teuren Schuhe kaufen.
Ja. Und dann irgendwann habe ich tatsächlich ein Dreivierteljahr, glaube ich, total gelitten und mir Mhm. das Geld zusammengespart für mein erstes Paar Barfußschuhe, nachdem ich einen sehr beschissenen Orthopädentermin hatte, der alles noch schlimmer gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich noch mal ein Vierteljahr gelitten, weil am Anfang sind Barfußschuhe die Hölle. Und jetzt habe ich so Barfußschuhe und die sind, also das Paar ist jeweils teuer, aber Mhm. die halten halt genau 2,5 Jahre. Da kann man fast, also du hast die jetzt ja mittlerweile auch, Ja, da kann man fast die Uhr nachstellen. Heißt, das stimmt, ja. ab dem Zeitpunkt, wo ich sie habe, fange ich an zu sparen fürs nächste Paar. Und sonst kaufe ich mir keine Schuhe mehr, weil mich Schuhe tatsächlich überraschenderweise fürchterlich wenig interessieren. Also das musste Mhm. ich aber erstmal über mich lernen. Ich bin einfach nicht sehr interessiert daran, worin meine Füße eingepackt sind. Ja, Ich finde Klamotten spannend, ich finde Schminke spannend. Schuhe scheint nichts zu sein, was mich interessiert. Also warum sollte ich dann genau. Warum mehr wie solltest du dann 3 Paar mehr, Schuhe haben? ja, und dann wieder der Umkehrschluss, dass für Leute, die sehr interessiert sind an Schuhen, aber vielleicht dann wieder irgendwas was anderes nicht interessantes, wie zum Beispiel irgendwelche Küchengeräte oder so. Genau. Ja, Und das ist irgendwie total interessant, dass das halt total mit Behinderung interagiert, weil Behinderung ja auch steuert, was welche Relevanz im eigenen Leben hat. genau. Und das war für mich echt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren dann noch mal eine große Lektion. Dieses, was hat eigentlich eine Relevanz für mich, einfach weil es macht, dass ich weniger Schmerzen habe. Und Ja. das, zum Beispiel Matratze war so ein Thema. Ich habe jetzt einfach eine richtig Mhm. gute Matratze und weiß, mit meiner Rückenbehinderung kann ich es vergessen, auf einer günstigen Matratze zu schlafen. Ich schlafe dann lieber auf dem Boden. Das weiß ich, weil ich das auf Ja. Tour dann oft mache. Mhm. Und das hätte ich halt ohne Marie Kondo nie verstehen gelernt, weil ich zu beschäftigt damit war, die ganze Zeit aufzuräumen und mich die ganze Zeit für meine Wohnung zu schämen. Und ich, weißt du, also einfach so ein, überhaupt so einen Platz zu schaffen für, ich habe diese Behinderung. Was bedeutet das für die Umgebung, in der ich mich jeden Tag bewege, also meine Wohnung? Ja, Wie das war muss ja auch die so eigentlich ein, aussehen? und das war ja auch so ein Ding, wo du umgezogen bist und noch Sachen äh, ausgemistet hast vor dem Umzug und dann gesagt hast, jetzt guckst du, dass du nur Sitzgelegenheiten hast in deiner Wohnung, auf denen du bequem sitzen kannst und von denen du keine Schmerzen bekommst. Was ja fucking ridiculous ist. Ich hatte eine Ja, 2,40 Meter Couch, weil sie umsonst war, auf der ich nicht sitzen konnte. ja, Das macht überhaupt gar keinen Sinn. nein. Das ist schön, dass meine Gäste bequem sitzen konnten und die Tiere bequem sitzen konnten, Ja, aber ich konnte nirgends sitzen. mm, Und ja, also das sind so verschiedene Beispiele, die klingen vielleicht für Leute, die in einem funktionalen Haushalt groß geworden sind, nicht nach was Großem. Aber für mich waren das mit die wichtigsten Schritte im Sinne von Empowerment. ja, Es hat einen Wert, wie ich mich mit meiner Wohnung fühle. mhm, Es ist okay, wenn ich, ja, wenn ich das Bedürfnis habe, mich wohlzufühlen. Und es ist okay, dass es das mit meiner Psyche macht. Und als ja, psychisch kranke Person mit physischen Behinderungen, ich bin einfach echt viel zu Hause. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Ebene, die mich bei dieser Klassismusfrage sehr, sehr stört, weil gerade in Deutschland ist ja Armut total oft verbunden mit viel zu Hause sein. In der ja, USA ist es zum Beispiel anders, in der Dominikanischen Republik auch. mm, Ähm, aber heißt, einerseits werden Leute gesellschaftlich dann dazu gezwungen, viel zu Hause zu sein, mm, weil sie nicht teilhaben können an Gesellschaft. ja, Und wenn sie dann aber versuchen, mit Hilfe von so einem System, sich das möglichst schön zu machen, dann sind sie irgendwie auch wieder nicht richtig klassenunterprivilegiert, ja, weil sie es wagen, eine Wand orange zu streichen oder Sachen wegzuschmeißen. genau, Aber Sachen sind halt kein Geld. Sachen sind Sachen. Von genau, 20 billigen Kick-Plastikkörben, die ich auch nicht mehr verkauft kriege, ja, kann ich mir kein Essen kaufen. Ich glaube, da steckt so eine ganz, ganz harte Wahrheit drin von, du hast echt Fehler gemacht in deinem ja, Leben, aber es bringt nichts, die jetzt weiterzumachen oder den Platz einzuräumen. ja, und sich dran festzuklammern. Und ich verstehe auch tatsächlich da auch diese unberechtigte Klassismuskritik nicht, weil wenn man sich tatsächlich dieses anguckt, was sie sagt, beziehungsweise was in dem Buch steht, ist Marie Kondo ja extrem antikapitalistisch.
weil es nicht darum geht, hast du jetzt irgendwie die tollsten Dinge, sondern darum, welche Dinge sind dir wichtig Ja. und du brauchst nicht ständig was nachkaufen. Irgendwie, also ich habe durch dieses Buch auch sehr dieses einfach mehr Zufriedenheit gelernt. Ja, definitiv. Und wenn Menschen zufrieden sind mit dem, was sie haben und ihrer Umgebung, dann müssen sie ja nicht die ganze Zeit konsumieren. Also das könnte mal. Also für mich ist das quasi dann noch so ein Added Bonus durch die Marie Kondo-Methode. Und deswegen verstehe ich diese Kritik einfach überhaupt nicht. Nee, und ich muss gerade an was denken, was sie in ihrem Buch schreibt. Und zwar bringt sie ja ein Beispiel mit einer Kundin, die sagt, dass sie sich danach sehnt, im Luxus zu leben und deswegen gern aufräumen möchte. Und dann sagt Marie Kondo, ja, okay, aber das ist ja irgendwie eine Worthülse. Was ist denn Luxus für dich? Und dann sagt die halt ein aufgeräumtes Apartment, wo ich mich nach der langen Arbeitsschicht in die Wanne legen kann und ein Glas Wein trinken. Ich glaube, irgendwie sowas. Ja. Und dann sagt Marie Kondo, okay, dann können wir jetzt ja gucken, wie wir da hinkommen. Und da steckt ja gar nicht drin, und dafür müssen wir dir jetzt unglaublich schöne Kronleuchter kaufen oder so. Genau. Sondern eher genau das Gegenteil. Und das hat mich auch damals, wo ich halt echt einfach kein Geld hatte, so darin gestärkt, weil sie ja auch sagt, kauft euch keine Organisationshelfer. Ja. Kauft euch keine extra Körbe und Schnuddel und Buddel und weiß was ich. Holt euch gratis Schuhkartons. Ja. Weil es geht jetzt nicht ums Einrichten. Mhm. Es geht ums Aufräumen. Und dass sie das so aufteilt, ist halt super cool. Ich denke, das ist auch ein großer Unterschied zu so anderen, solche Art von Artikeln oder Büchern oder so, wo explizit drin steht, geh jetzt nicht raus und kauf dir neue Sachen, um deine Sachen zu organisieren, sondern benutze, was du schon hast. Du kannst Sachen umfunktionieren. Also das ist alles, also da geht's wirklich nicht ums Konsumieren. Nee, es geht nicht ums Konsumieren und es geht auch nicht also einkaufen ist ja auch schwer für manche Leute. Ja, genau. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Das ist wirklich was du mit dem Buch zu Hause für dich machen kannst. Ja. Und als behinderte Person, als Person mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen, das ist das, was ich in meinem Leben brauchte. Ja. Also auch diese Niedrigschwelligkeit. Du musst jetzt erstens nicht irgendwie zu einem Amt oder dir irgendwie eine Hilfe holen oder irgendwas, sondern du kannst wirklich alleine auch mit diesem Buch, auch wenn es jetzt, also wirklich in kleinen Schritten deine Wohnung organisieren. Weil es halt eigentlich nicht um die Tätigkeit geht, es geht um den Muscle. Es geht wirklich darum, den Muskel zu trainieren. Ich darf Sachen wegtun, ich darf Sachen behalten, ich darf Sachen kaufen und 3 Wochen später feststellen, das funktioniert für mich nicht. Ja. Und daraus lernen. Ja. Das nimmt ganz viel Schuld weg. Ja. Und das Interessante ist ja auch, was ich denke, wir beide erlebt haben durch dieses Buch und dadurch, dass wir diese Methode für unsere Wohnungen angewandt haben, ist, dass also diese Methode an sich oder diese Art von zu denken, dieser Muscle, von dem du redest, ja nützlich ist auch in anderen Aspekten im Leben oder allgemein im Leben. Also zum Beispiel, was so soziale Kontakte und so angeht. Treffe ich mich mit dieser Person nur, weil es sich gehört oder weil ich das möchte? Ja. Und so weiter. Wenn ich mich jedes Mal schlecht fühle, nachdem ich jeden Menschen getroffen habe, warum tue ich das dann noch? Das war für mich ein total neuer Gedanke, wieso mache ich das? Ja. Wieso behalte ich das in meinem Leben? Warum gebe ich dem so viel Ressourcen? Und ja, vielleicht ist das so ein Aspekt, der für mich nochmal alles zusammenbringt. Weil Rassismus bringt uns bei, du musst ein Leben führen, was von außen möglichst wenig den Stereotypen entspricht. Sexismus sagt, alles, was das Private ist, darf keine Relevanz haben, nur das Öffentliche. Will ich jetzt nicht weiter reingehen, aber das ist quasi die Grenze, an der eigentlich ganz viel Kritik langweiligerweise entlang geht. Behinderung sagt, du solltest drinne bleiben, aber du solltest auch niemanden damit nerven, dass es drin schön ist oder gerade hilfreich für dich ist, sondern du solltest drin leiden und die Fresse halten und nicht sichtbar sein. Und psychische Erkrankung sagt, wenn du drinne bist, muss es dir schlecht gehen, weil das ist die Krankheit und draußen wirst du geheilt. Ne? Depression, geh jetzt joggen, geh in den Park, Sonne, so. Ja. Und Kapitalismus sagt,
das drin muss einfach laufen, weil halt fucking Kapitalismus basiert auf dem Hausfrauenkonzept, ne? Das ist halt keine Arbeit, das passiert halt durch die magische Hand im netten Rock im Hintergrund. Also braucht man auch keine Methodik, keine Strategien, keine Forschung. Das ist im Privaten, das kann bitte einfach drinnen bleiben. Und all diese Sachen sagen quasi, du darfst dich nicht damit auseinandersetzen auf einer strategischen Ebene. Es darf dir nicht schwerfallen und es darf erst recht nicht sein, worüber du redest. Ich habe auch nie mit Leuten darüber geredet, dass ich dieses Buch gelesen habe, ganz lange. Weil ich mich so dafür geschämt habe, dass das überhaupt ein Thema in meinem Leben ist. Und es darf auch kein Interesse von dir sein, weil ich am Anfang gesagt habe, das ist ja tatsächlich wie wir in unseren Wohnungen leben und wie wir uns einrichten und so, ist ja tatsächlich auch ein Interesse. Ja, definitiv. Es ist nicht nur ein Riesenteil in unserem Leben, sondern ein Teil, über den wir sehr dankbar sind. Ich bin dankbar, dass niemand außer dir in meiner Küche rumtüdelt. Ja. Ich bin dankbar, dass ich so kochen kann, wie ich koche. Und das sind alles so Aspekte, die da reinfallen. Und das sind irgendwie alles auch große Themen und so, aber am Ende des Tages verbieten diese ganzen beschissenen Kritiken Leuten auch noch einfach zu einer Lösung zu finden. Und Hoarding und Messy sein, das Gemeine daran ist ja, dass nicht nur die Person leidet, die das hat, sondern auch die Leute darunter leiden, die es mitkriegen. Und vor allem eben Leute darunter leiden, die auf die Sorgearbeit von denen angewiesen sind. Und das finde ich bei Hoarders Heart so toll, dass sie erklärt, ihre Kids sind irgendwie 5 oder, nee, die sind schon in der Schule, 8 oder so, keine Ahnung. Und die haben jetzt aber schon Tendenzen in Richtung Hoardertum, weil die es halt nie anders gelernt haben. Dass sie halt sagt, nein, sie möchte, dass ihre Kinder einen anderen Weg finden. Also eigentlich müssten wir ganz unbedingt darüber sprechen, schuldfreier darüber sprechen, weil alle anderen Unterdrückungsmechanismen dadurch noch stärker werden. Und es letztendlich eine Entscheidungsfreiheit ist, die du dadurch lernst. Und dann zu sagen, das ist scheiße, das ist klassistisch, sagt halt, eigentlich Menschen, die keine Kohle haben, dürfen bitte nicht gut darin sein, Entscheidungen für sich zu treffen. Ja. Und das ekelt mich ehrlich gesagt ziemlich an. Wirklich. Also so viel so Agency weggenommen. Also das Mensch ja auch irgendwie Eigenverantwortung und so das lernen kann. Also sich mit den eigenen Dingen auseinanderzusetzen und dem eigenen Umfeld und so. Und das ist einfach so ein Totschlagargument dann. Ja. Lern es mal lieber nicht, weil dann merkst du, wie arm du bist. Das steckt da ja eigentlich drinne. Ja. Behalte mal bitte deinen ganzen Schrott und denk, dass du ein okayes Leben führst im Kapitalismus. Ja. Statt das wegzuschmeißen, zu sagen, hey, das bleibt übrigens übrig. Von den Dingen, die ich wirklich haben möchte. Ja, und dann ist es auch okay zu sagen, ja, und das kann auch sein, dass man dann da landet und merkt, das reicht alles nicht. Ja, genau. Man kriegt halt so ein Bewusstsein für die tatsächliche eigene Situation. Ja. Und das scheint aber was zu sein, was linke Kreise nicht wollen. Und das macht für mich einfach keinen Sinn. Nee. Weil das ist ja die erste Grundlage für Widerstand. Ja. Die erste Grundlage, was zu machen, ist ja wahrzunehmen, wow. Wait, also, ja. Wenn ich alle billig Plastikcontainer aus meinem Leben wegschmeiße, die ich bei Essen gratis dazugekriegt habe, habe ich tatsächlich kein einziges Möbelstück, auf dem ich selber sitzen kann. Ja. Das ist scheiße. Ja. Da stimmt irgendwas nicht, ja. Das macht halt aus einer diffusen Depression ein konkretes Wahrnehmen der eigenen Situation. Und ich finde das nicht schlechter. Nee. Ich finde das ehrlicher. Ja. Und ich finde es unglaublich wichtig, das zu unterstreichen und hervorzuheben, weil das ist ja dieses, wie du meintest, mit dem über das Private. Das soll einfach irgendwie nebenbei im Geschlossenen passieren und so. Und würde es uns nicht viel mehr bringen, uns über diese Sachen auszutauschen, uns gegenseitig zu unterstützen und Leuten diese Tools, die es jetzt tatsächlich gibt, also diese Methode, die vielen Leuten geholfen hat, einfach weiterzureichen und zu sagen, okay, und in diesem Buch, das ist ja auch so genial, dass sie tatsächlich sagt, du kannst dieses Buch lesen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest diese Methode benutzen, dann tu es, und wenn du am Ende das Gefühl hast, das bringt mir nichts, kannst du das Buch einfach wegschmeißen. Weil du hast trotzdem was gelernt. Du hast trotzdem gelernt, das Buch dann dich gegen das Buch zu entscheiden. Ja, genau. Und das ist das, was sie eigentlich nur möchte. Sie möchte, dass es eine bewusste Entscheidung ist, wie du lebst. Genau. Und das finde ich halt, also das sage ich auch in meinen Empowerment-Workshops. Du kannst die Übung mitmachen, aber du kannst auch entscheiden, die Übung nicht mitzumachen.
Und dann war Mhm. das trotzdem empowernd, weil du gesagt hast, hey, die Übung, die mache ich nicht mit. Ja. Und das macht sie alles schon. Deswegen kann man gar nicht so viel sagen. Man muss es gar nicht schönreden oder so. Es ist einfach, lest das Buch oder hört das Buch. Es gibt es wohl, glaube ich, mittlerweile auch gratis auf Spotify als Hörbuch. Habe ich mir Mhm. sagen lassen. Wenn ja, tun wir es auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ja. Weil sie denkt schon super viel mit. Ist sie jetzt die größte outspoken Feministin aller Zeiten? Nee. Muss sie aber für mich auch nicht sein, weil mein Klempner muss auch nicht der größte Feminist sein, damit ich mir helfen lasse. Warum habe ich denn Genau. diesen Aspekt an jede Frau, die schreibt? Sich traut, irgendwie sowas zu machen und damit so berühmt zu werden und damit Geld zu verdienen und so. Also das scheint ja schon der Grund genug sein, sie zu kritisieren. Und da verstehe ich halt wirklich diese linke queer-feministische Kritik nicht. Mhm. Weil vielleicht müssten wir erstmal gucken, warum ist es genau eine Person wie Marie Kondo, die kritisiert wird. Die selber von ihren Zwangsgedanken berichtet, als junger Mensch Ja, schon und daraus halt ein Business gemacht hat und so weiter. Dann habe ich dir ja irgendwann doch mal dieses Buch zugeschoben, obwohl du ja schon sehr sortiert bist in deinem Haushalt. Was hat das denn für dich so gemacht? genau. Also ich war dann schnell sehr begeistert und ich habe dieses Buch auch durchgelesen und es hat mich also nicht bestärkt, aber hat mich so noch weiter motiviert, weil ich es liebe, Sachen auszumisten. Und ich Hm. war auch immer so, wahrscheinlich auch dieses, was du erwähnt hast mit dieser Schuld, weil ich irgendwann auch so war, ich schmeiße jetzt Sachen aus meiner Schulzeit weg und dann also habe ich schon vor Jahren gemacht und dann hat mir irgendwann jemand gesagt, oh, hast du nicht mehr so Sachen von damals? Und ich so, nee, interessiert mich nicht. Und davor wurde ich dann auch so ein bisschen so geschämt, so, oh, wie weird und so. Und dieses Buch hat mich einfach darin verstärkt, Hm. dass es okay ist und hat mich auch sehr motiviert, dann noch weitere Sachen auszumisten, auch an Sachen, die vielleicht für manche andere Leute wichtige Erinnerungsstücke sind oder so, wie irgendwelche Geburtstagskarten, irgendwelche Fotos. Ich habe unglaublich viele Fotos ausgemistet. Also damit fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Ausmisten und sich von diesen Sachen zu verabschieden, hat mir auch geholfen, mehr Platz, also mental mehr Platz zu finden für andere Sachen. Also ich denke Hm. auch nicht, dass ich an diesem Ort wäre, wo ich jetzt bin. Zum Beispiel beschäftige ich mich sehr mit meiner ursprünglichen Kultur und akquiriere jetzt mehr Sachen, die damit zu tun haben oder mit meiner Spiritualität und solche Dinge. Und dafür wäre einfach überhaupt kein Platz, wenn ich die ganze Zeit diese Dinge, die ich ausgemistet habe, mit mir tragen würde. Ja, du hast ja dazu auch so eine Collage gemacht, die ausgestellt worden ist. Und vielleicht magst du noch mal kurz was dazu sagen. Ich erinnere mich noch dran, dass du relativ viele Sachen auch entsorgt hast, die so vor der Transition waren. Genau, also ich habe viele Fotos ausgemistet, aber ich habe auch viele Fotos also einige Fotos behalten und dass ich diese Fotos tatsächlich als Material benutze, um Mhm. zum Beispiel Collagen zu machen oder sie durch Farbekleber oder was auch immer anders zu gestalten oder zu umgestalten. Ja, irgendwie ist das so ein Prozess, der mir mit so Identitätsfragen auch unglaublich viel geholfen hat, weil Ja. ich muss auch nicht Unmengen von Fotos von mir früher haben. Und irgendwie ist es schön, sie auch zu verändern. Also ich habe da auch, Mhm. was halt so Transition angeht, auch andere Sachen gemacht, also Sachen umgestaltet, anstelle mich von denen ganz zu verabschieden. Und das Mhm. ist irgendwie gibt das alles so, diese Sachen ein bisschen so zu entkoppeln von, so gehört sich das. Oder so sollte Ja. Mensch mit Sachen umgehen, hat mir auf jeden Fall sehr viel mehr kreative Freiheit so gegeben. Ich muss daran denken, dass sie ja sagt, dass manchmal Gegenstände in unser Leben kommen mit einer Funktion und wir ein Riesenproblem damit Mm, haben, wenn diese Funktion sich so verändert. Und ob ja. das vielleicht auch so ein bisschen der Punkt ist, weil so Mm, Fotos ja eigentlich ab dem Moment, wo sie geschossen und entwickelt sind oder geschossen und ausgedruckt sind, je nachdem, wie mm, alt oder jung Mensch halt ist, ja sofort so eine Erinnerungsfunktion haben. Also sie sind sofort so ein ja, precious Erinnerungsding und das ist eigentlich ihre Funktion so. Und ja. dann versuchen wir sie zu Deko zu ändern, aber eigentlich sind sie doch mal Erinnerungsdeko. Mm, Und das mochte ich total gerne, dass sie mir nicht nur beigebracht hat, ja oder nein, sondern eher so im Sinne von, was ist das eigentlich? Ist das ein Buch oder ist das ein Erinnerungsstück? Oder ja, ist das eine To-Do-Liste? Oder ja.
Also was ist das jetzt eigentlich jetzt, nicht früher? Nicht Genau, wie die genau. Gesellschaft gesagt hat oder die Person, die es gegeben hat oder was war das an dem Tag, als du es gekauft hast für dich, sondern jetzt mit den Menschen, die du jetzt bist, sind Fotos keine wertvollen Erinnerungsstücke an eine Genau. gute Zeit, sondern ein gutes Collagematerial, um über Themen zu arbeiten. Ein Aspekt, den ich auch bemerkt habe, dadurch, dass ich dieses System benutzt habe, ist dieses, dass ich ja viel Selbsthass habe und oft auch, oder früher, das mache ich jetzt auch nicht mehr, früher habe ich das sehr so benutzt als totales Abwerten von meinem Vergangenheits-Ich, sage ich mal. Also was Mhm. ich früher gemacht habe, so, oh mein Gott, das ist alles ganz schrecklich. Damit habe ich aber auch so in Therapie gearbeitet und so. Aber mit diesem, ich muss das auch nicht, wenn mir irgendwas früher wichtig war, aber jetzt nicht mehr, muss ich da gar nicht in so einen Zwiespalt kommen mit diesem, oh, Mhm. das ist ja so peinlich, dass ich das früher wichtig fand, oder oh, jetzt finde ich das gar nicht mehr gut. Sondern ich kann einfach sagen, okay, damals war das irgendwie mir wichtig und ich Ja. fand es gut, ich kann damit abschließen und jetzt bedeutet diese Sache nichts mehr für mich, also kann ich sie auch wegtun. Und das Und nimmt ihm dann nichts weg, dass es früher anders war. genau, und Ja. habe ich nicht so, bin ich nicht so überwältigt von all diesen negativen Gefühlen und hasse mich selber voll, sondern bin so, okay, und dann ist es abgeschlossen. Mal so zurückgucken und bin so, ja, okay, aber jetzt bin ich hier, wo ich bin und das ist auch okay. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die die Menschen am albernsten finden an ihrem System, dass sie sich von Sachen verabschiedet. Dass sie Ja, sich bei Sachen bedankt und sich dann verabschiedet. ja, Und für mich ist das eine der schönsten Sachen daran, weil es ist ja auch einfach ein Abschied von einem Teil von dem, was es mal für mich war. ja, Teile von sich selber. Genau. Und warum sollte ich mich nicht bei mir bedanken und mir die Chance geben, das zu prozessieren? Genau. Also, was ist daran peinlich, dieses Ultraprivate, das, was eigentlich nur im Kopf passieren soll, ein bisschen Ja, öffentlicher zu machen? sehr. Das Ja, ist so, da steckt so viel hinter und ich finde es so absurd, dass Leute dass alles, was total privat sein soll und ein bisschen im Öffentlichen passiert, sofort als Esoterik abgetan wird. ja, Und also, egal ob man jetzt pro oder contra Esoterik ist, für mich ist daran nichts Esoterisches. nee, so sehe ich das auch. Wenn ich irgendwie auf Instagram posten kann, guck mal, ich habe diesen coolen neuen Gegenstand und Friends anrufen kann, sagen kann, guck mal, ich habe diesen coolen neuen Gegenstand gekauft. Also der Kaufmoment irgendwie so ultra öffentlich gemacht werden darf. Warum Ja, darf ich dann nicht mal in meinen eigenen vier Wänden sagen, hey, danke Paar Schuhe, aber wir sind jetzt durch miteinander. mm, Ich lasse euch jetzt gehen. Also ja, ja, ja. it's capitalism. Das und noch ein Aspekt, der ja in Ihrem Buch vorkommt, ist dieses, wenn du dich von Sachen verabschiedest, dann guck, ob du sie weitergeben, also so nicht weitergeben kannst, aber so donaten kannst, also spenden Genau. kannst. Weil vielleicht hast du ja irgendwie zig Paar Schuhe, die du nicht mehr tragen kannst, aber die sind noch völlig in Ordnung und jemand braucht vielleicht gerade solche Schuhe. Also Und gleichzeitig das fand ich ist es auch ja, gut, dass sie gesagt hat, warte damit nicht zu lange, mach daraus beschäftige mich dich mit den Dingen, die du behalten willst, nicht mit den Dingen, die du nicht ja, behalten willst. Das war für mich damals super wichtig zu hören, weil ich total in diesem Loop gefangen war von, ich darf nur Sachen mm, weggeben, die ich jemandem geben kann, weil sonst bin ich ein ja, gemeiner Großkapitalist. Für mich war es total wichtig, ganz viele Sachen zu entsorgen. Und dann habe ich ja, aufgehört, Scheiß zu kaufen, was auf einer globalen Ebene von Kapitalismus der viel wichtigere Aspekt war. Äh, exactly. globalen Version von sozialer Ungerechtigkeit ist es viel, viel wichtiger, dass ich nicht dazu beitrage, manche Dinge zu tun, Ja, wie dass ich mich moralisch besonders gut dabei fühle, die Sachen zu einer gruseligen Weitergebfirma, ich nenne jetzt keine Namen, zu geben. Also ja. ich finde es auch gut, dass sie so für beides den Weg offen lässt. Und ich glaube, da können die Wege auch total unterschiedlich sein. Also die von Hoarders Heart zum Beispiel sagt halt, für sie ist es total wichtig, die Sachen ähm, absolut perfekt zu recyceln, Mhm. alles, was irgendwie geht, oder eben an 15 verschiedenen Stellen zu geben, weil sie sonst sich davon gar nicht verabschieden kann. Mhm. Und ich glaube, es ist auch okay, dass das total verschieden ist einfach. Ja. Genau. Und ein Punkt, den ich darin ganz, ganz wichtig finde, in Bezug auch auf Behinderung. Für mich ist so offensichtlich die Verbindung, aber ich versuche sie gerade nochmal so zu benennen, ist, Mhm. viele Behinderungen und Einschränkungen, Erkrankungen machen Putzen, Reinigen, Aufräumen, sich um Dinge kümmern, sehr, sehr anstrengend.
Also Ja, entweder psychisch anstrengend oder körperlich anstrengend oder auch teuer. Reinigungsmittel kostet halt auch einfach Kohle und so. Ähm, Wenn du weniger Dinge hast, musst du einfach viel weniger putzen, weil du ja, ja weniger Dinge hast. das Und stimmt. wie heißt es auf Deutsch, Maintenance, dieses Also das Aufrechthalten. Aufrechterhalten von einem gewissen Status quo in deiner Wohnung ist viel einfacher, wenn Ja, die Dinge gut sortiert sind und einfach weniger sind. ja, Und das ist nicht nur ein Geldsparfaktor und nicht nur psychische Entlastung. Für mich ist das ganz, ganz praktisch ein körperlicher Faktor. So als Beispiel, wenn du bei mir zu Besuch bist, lässt du ja öfter Sachen auf Oberflächen liegen, was ja eine völlig normale Sache ist für 99% der Menschen. ja, Und du merkst ja, mich macht das völlig wahnsinnig. Oder wenn irgendwas auf dem Boden mm, liegt bei mir, könnte ich ja mm, die Wände hochgehen, weil das halt für mich so schmerzhaft ist körperlich. mm, Alles, was unterhalb Tischebene plus 10 Zentimeter ist für mich ein körperlicher Akt. Du ja, könntest jeden Tag einen Strich an meine Wand malen auf Kopfhöhe und ich würde mich nicht beschweren, mm, weil mir das nicht wehtut. mm, Wenn du eine Wasserflasche auf den Boden stellst, werde ich dir definitiv so Stinky Eis geben. Und ja, das finde ich halt so nice an dem System, dass es das halt auch ermöglicht. Weil ich ja, einfach viel weniger habe, kann ich alles auf dieser absurden Höhe in meiner Wohnung haben und ja, muss nichts auf dem Boden haben, weil es einfach nicht nötig ist. Ich habe genug Platz, obwohl ich in einer Einzimmerwohnung wohne. ja, Genau, also das auch nochmal so als Verschränkung mit chronischen Schmerzen. stimmt. Wollen wir dann zu den Empfehlungen kommen? Yes, einiges haben wir ja schon genannt. Wie ihr merkt, schaue ich sehr gerne Hodders Heart. Wir packen euch das in die Shownotes. Könnt ihr auf YouTube gucken. Dann gibt es, wollten wir auch so ein bisschen Spaß haben, was auch so ein quasi so ein interner Witz zwischen uns ist immer dieses sich lustig machen über die Leute, die Marie Kondo kritisieren. Und da gab es Yes. neulich einen ganz, ganz tollen Twitter-Thread von dem Handle Killer Cam Was Here, wo die Person schreibt auf Englisch, Why do white women have beef with Marie Kondo? Und dann gibt's tausende von Antworten darauf, die sehr, sehr, sehr unterhaltsam und lustig sind. Das Genau. verlinken wir auch. Dann gibt es einen fast schon Klassiker der Marie Kondo Literatur. Die wichtigste Yes. Sekundärliteratur. Und zwar den großartigen Blogpost I'm fucking Marie Kondo. Wir haben gerade entdeckt, den gibt es jetzt sogar schon als eingesprochene Variante, weil er so breit konsumiert wird. Das Audiostück geht ungefähr 4 Minuten. Große Empfehlung. Satire, sehr, sehr lustig. I am fucking Marie Kondo. Packen wir euch auch in die Shownotes. So, ihr könnt uns unterstützen. Und zwar zum Beispiel bei Patreon. Da findet ihr uns als Rampe reicht. Und genauso über PayPal, da rampereicht@gmail.com. Die nächste Folge wird es wie gewohnt in 2 Wochen geben. Das erfahrt ihr über den RSS-Feed, YouTube oder über Social Media. Mich findet ihr als @schwarzrund überall. Mich als Simo-Tier auf Instagram, Simo-Tier-. Wir sind verrückt, Behindert, krank, im Putzwahn, zwar ein bisschen verschossenen Marie Kondo, ja, queer, trans. migriert, Und dieser Podcast ist es auch.